34. Ich habe WhatsApp gelöscht. Was soll schon passieren? Ich kommuniziere wöchentlich mit 40 Menschen über WhatsApp, mit vielen davon täglich. Aber was passiert, wenn ich das unangekündigt nicht mehr mache und die App einfach lösche? Zerbrechen meine Freundschaften? Werde ich einfach vergessen? Krass isoliert? Oder erlebe ich den schönsten Freundschaftsbeweis meines Lebens? Ich fühle mich so befreit. Es meldet sich niemand bei mir. Du jetzt so gut bist für WhatsApp, dann halt ciao. Es wirkt nicht so, aber es wird alles gut. Und ich bin echt überrascht, dass es am Ende gar nicht mehr um den Kommunikationsweg ging, sondern vielmehr um das, was ich über mich und meinen Freundeskreis gelernt habe. Aber erstmal ein paar Fakten vor App. WhatsApp. WhatsApp von Meta, die weltweit bekannteste Messaging-App, wird von fast 3 Milliarden Menschen genutzt. Auch viele Unternehmen und Marken sind dort vertreten. Bei einigen kann man sich sogar direkt über WhatsApp bewerben. Die App ist für viele das Kommunikationsmittel Nummer 1. Sekunde, ich muss noch ganz kurz meine Bewerbung für Kodi abschicken. Okay, also, warum will ich diese App aufgeben? Was ist das Problem? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber WhatsApp-Nachrichten, die mich erreichen, sind oft die Langeweile der anderen. Dann gibt es ewig lange Sprachnachrichten ohne Inhalt. Oder tatsächlich Gedankenpausen und Schweigen auf Band. Hier. Was ist das? Okay, darauf hätte ich ja einiges antworten können. Zum Beispiel, ich hoffe, Sie führen die 8-fache Geschwindigkeit ein. Oder kannst du nächstes Mal Musik im Hintergrund anmachen, damit es nicht so langweilig ist? Oder verschwende verdammt nochmal nicht meine Zeit. Okay, das vielleicht nicht. Ich bin eigentlich netter. Bis jetzt. Leute schreiben, na, wie geht's? Und sonst nichts. Oder schicken mal nur so eine Sprachnachricht drüber, wo sie beim Einkaufen sind und so ihre Gedanken laut rüberschicken. Es gibt kein richtiges Gespräch. Ich bin nicht per se genervt von einzelnen Personen, sondern diese Masse an für mich nicht so sinnvollen Nachrichten ist einfach super anstrengend. Und diese Art und Weise zu kommunizieren, die kann ich nicht mehr. Und daher habe ich mir die Frage gestellt, wie real mein Freundeskreis eigentlich ist. Die meisten davon habe ich ewig nicht persönlich getroffen, danke Pandemie. Aber sind wir wirklich noch miteinander verbunden über diese gelegentlichen Nachrichten? Oder muss ich grundlegend etwas ändern, damit diese Freundschaften nicht zerbrechen, falls sie es nicht sogar schon sind? Ich schreibe wöchentlich mit 40 Menschen, so aufgeteilt. Und im Freundeskreis ist mir aufgefallen, dass die Kommunikation echt einseitig geworden ist. Jeder sendet nur noch. Richtiges Zuhören oder aufeinander zugehen ist selten. Auch von mir selbst. Dabei sollte diese Kommunikation ein Dialog sein. Aber wie viel Dialog wird es noch geben, wenn ich meinen Hauptkommunikationsweg entferne? App löschen. Löschen. Mein Konto ist gelöscht. Die App ist gelöscht. Ich habe kein WhatsApp mehr. Werden Menschen merken, dass ich weg bin, oder vergessen sie mich einfach? Denn was weg ist, das ist weg. Oder melden sie sich über andere Wege bei mir? Ich meine, es geht hier um 40 Menschen, aus deren Chats ich einfach so verschwinde. Da werden sich ja wohl etliche melden. Ich fühle mich so befreit. Also, es mag nicht für jeden so sein, natürlich nicht, aber für mich bringt das gerade so viel Entspannung, dass ich kein WhatsApp mehr habe. Okay, WhatsApp ist weg. Aber wie die meisten von euch habe ich neben WhatsApp noch andere Messenger. Ich habe noch Signal, Telegram und die Nachrichtenfunktion auf dem iPhone, aber da überall nur eine Person. Mal schauen, wer da im Verlauf der 100 Tage noch auftaucht. Denn eins ist klar, ich melde mich bei niemandem, außer ganz zum Schluss. Die Hölle, das sind die anderen. Die ersten Tage sind krass, denn statt vieler Nachrichten und Austausch wird es erstmal ganz still. Außerdem bin ich natürlich aus allen Chatgruppen geflogen. Und trotz allem tritt das ein, wovor ich Angst hatte. In der ersten Woche meldet sich niemand. Kein Lebenszeichen. Extrem viele meiner beruflichen Kontakte liefen über WhatsApp und ich habe heute einen Anruf und eine Mail bekommen, weil mich 2 Leute nicht erreichen konnten. Jetzt haben wir in einem Fall auf Mail umgestellt und im anderen auf Discord, was auch super ist. Das heißt, die berufliche Seite ist jetzt erstmal safe und ich kann mich ganz meinem Freundeskreis widmen. Ich fühle mich aber trotzdem abgeschnitten. Mit WhatsApp war ich mit einer Welt verbunden. Diese kleinen Textnachrichten waren meine Brücke in andere Leben. Aber auch die Stories, die Menschen dort geteilt haben, haben mir die Möglichkeit gegeben, dabei zu sein. Selbst wenn wir sonst nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun hatten. Verbindet mich mit meinem Freundeskreis wirklich so wenig, dass ich einfach verschwinden kann? Und will ich so Freundschaften führen? Mit passiven Nachrichten? Nebenher? Diese Passivität und das Nebenher sind vermutlich auch der Grund, warum es sehr lange dauert, bis wirklich etwas passiert. Nicht eine Woche, nicht 2 Wochen, sondern ein ganzer Monat vergeht, bis mich die erste Person kontaktiert. Ein alter Freund hat mich erreicht.
Der hat mir geschrieben, dass er mich auf WhatsApp nicht erreichen kann. Hat mich deswegen über Instagram kontaktiert und jetzt schreiben wir auf Signal. Das war irgendwie ein schöner emotionaler Moment heute Morgen. Ich freue mich einerseits sehr, aber andererseits bin ich auch schockiert darüber, wie lange es gedauert hat und von wie vielen Menschen ich gar nichts mehr gehört habe. Es ist ja erst ein Monat und wir haben alle volle Leben. Bestimmt bin ich einfach nur untergegangen. Daher werde ich nach den 100 Tagen auch ein paar Menschen anrufen und nachfragen. Das kann ja nicht schief gehen oder so. Wird ja keiner sauer sein. Ganz ehrlich, aus den Augen, aus dem Sinn. An Tag 32 meldet sich eine weitere Person. Sie schreibt mir eine SMS, weil ihre Nachrichten an mich nicht mehr durchgegangen sind. Wir telefonieren und das ist echt schön. Ich komme mir so vor, als hätten wir uns jahrelang nicht gesprochen. Dabei waren das nur ein paar Wochen. Und dann sind 1,5 Monate rum und es haben sich nur 2 Menschen gemeldet. Aber da kommen bestimmt noch mehr. Eine Sache, die mir krass aufgefallen ist, die Leute, mit denen ich jetzt quasi nicht mehr über WhatsApp schreibe, sondern über iMessage, die antworten nicht. Ich habe es jetzt regelmäßig, dass ich was schreibe und es kommt einfach tagelang, wochenlang keine Antwort zurück. Und ich weiß, es ist nicht böse gemeint, irgendwann kommt dann auch so, oh sorry, ganz vergessen, hier und da. Aber die Leute nutzen nur diese eine Plattform offenbar. Also ich warte jetzt seit 5 Tagen auf eine Antwort auf etwas, was ich morgen wissen müsste. Ich meine, ich werde jetzt wahrscheinlich heute einfach anrufen, aber ich finde es trotzdem krass. Bis auf 2 Leute nach wie vor. Keiner hat versucht, mich über irgendeinen anderen Weg zu kontaktieren. Keine E-Mail, kein Anruf. Das lässt mich gerade echt an so manchen Bekanntschaften und Freundschaften zweifeln. Wenn du nach 3 Monaten, obwohl du vorher öfter im Kontakt warst, es nicht mal schaffst, mal nachzufragen, ob alles okay ist oder was passiert ist, sondern einfach zu akzeptieren, dass man keine Antwort bekommt oder dass man blockiert worden ist. Also mich hat letztens jemand darauf hingewiesen, dass man das vielleicht missverstehen kann, wenn kein Profilbild mehr da ist und die Nachricht nicht ankommt, dass das genauso ist, wie wenn man blockiert ist. Das wusste ich nicht. Ich würde, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin und da kommt nichts mehr und die Person ist mir wichtig, doch mal fragen. Und das, ich mache da jetzt keinen direkten Vorwurf, aber es irritiert mich schon. Vielleicht geht es den anderen aber auch wie mir. WhatsApp ist in meinem Fall voller oberflächlicher Verbindungen. Wir sind in Kontakt, treffen uns aber selten bis nie persönlich. Darunter sind auch ein paar Menschen, mit denen ich eigentlich nicht mehr wirklich was zu tun haben möchte, mich aber gezwungen fühle zu antworten, weil die ständig schreiben. Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch Zeitverschwendung und unfair. Das fällt mir am meisten auf, wenn diese Leute mir gerade schreiben, während ich im gleichen Moment echten Menschen gegenüber sitze, mit denen ich Zeit verbringen möchte. Warum mache ich das dann überhaupt? Habt ihr beim letzten Treffen mit Freundinnen oder Freunden auch mal kurz aufs Handy geschaut? Fast 90% sagen ja. Bei anderen finden wir es echt störend, wenn sie das machen, aber wir selbst haben ja nur ganz kurz aufs Handy geschaut. Dieses kurze Ignorieren unseres Gegenübers zugunsten des Smartphones nennt sich Phubbing. Studien weisen darauf hin, dass Phubbing Beziehungen und soziale Erlebnisse negativ beeinträchtigt. Dieses Verhalten reden wir für uns selbst gerne schön und verstärken das Problem damit noch, weil wir es dadurch noch öfter und länger machen. Moment, ich bin gleich wieder bei euch. Eins der Probleme ist hier bestimmt unsere Aufmerksamkeit. Und bevor ich meine Freunde in direkten Gesprächen konfrontiere, Ich habe WhatsApp gelöscht, wir haben uns 100 Tage nicht gesprochen. konfrontiere ich euch mit eurer eigenen Ablenkung. Denn das wurde ich gerade selbst erst. Und zwar mit Abgelenkt von Johann Hari. Es hat mir gezeigt, wie verloren ich mich in einer Welt voller Ablenkungen fühle und warum ich mir das gar nicht so eingestehen wollte. Das Buch ist quasi ein Leitfaden dafür, wie man die Kontrolle über die eigene Aufmerksamkeit zurückgewinnen kann. Mit fundierten Recherchen und praktischen Lösungen bietet das Buch einen klaren Weg aus der digitalen Überflutung hin zu klaren Entscheidungen und Gedanken. Und ich habe es sehr gerne gehört mit Bookbeat. Ich liebe die toll gelesenen Bücher auf Bookbeat. Neben Abgelenkt habe ich dort auch zuletzt High Performance Habits gehört. Und wann immer ich kann, höre ich eins der über 800.000 Hörbücher, Hörspiele und E-Books. Dass immer die aktuellsten sowie alle anderen Folgen der 3 Fragezeichen dabei sind, ist ein gewaltiger Bonus. Und falls ihr Daten sparen wollt, könnt ihr die Hörbücher auch einfach runterladen. Wenn ihr Lust habt, testet Bookbeat mit dem Code Josef jetzt 2 Monate lang kostenlos und findet raus, ob ihr auch so gute Freunde mit Bookbeat werdet, wie ich es seit vielen Jahren bin. Wir sind unsere Entscheidungen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber mir fehlen die Status-Updates, diese blöden Stories in WhatsApp, wo man sehen kann, was die anderen gerade machen. Also, da posten die ein Foto, ein Video, erzählen, wo sie gerade sind. Mich nerven diese Stories eigentlich auf jeder Plattform, ob das Instagram ist oder wo auch immer. Aber jetzt fehlt mir halt ein Fenster in das Leben von den Menschen, mit denen ich sonst immer im Austausch bin. Und auf Instagram folge ich niemandem aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Auf Instagram habe ich nur Berufliches drin, also alles, was mit Regie und Drehbuch und Hörspiel zu tun hat, ist da drin. Da halte ich mein Privatleben raus, auch damit ich nicht so viel Zeit auf der Plattform verbringe.
Und WhatsApp war so das Einzige, wo ich mir solche Stories und Status-Updates angeguckt habe. Und ich vermisse das. Ich fühle mich wirklich isoliert. In meinem Kopf spiele ich gerade, und das ist so krass, mein Kopf spielt gerade Stories, WhatsApp-Status-Stories ab, die ich in der Vergangenheit gesehen habe. Von jemandem, der seinen Führerschein sehr spät im Leben gemacht hat und das stolz gepostet hat. Und das sind alles Momente, da war ich irgendwie dabei durch diese Stories. Aber andererseits war das für die Leute dann auch abgeschlossen. Keiner von denen hat mir davon erzählt. Das wurde einfach als Status-Update gepostet und damit war es im Freundeskreis. Vielleicht hätte ich einfach mal selber nachfragen sollen, wann ist deine Prüfung? Und dann hätte ich es vielleicht auch gehört. Vielleicht bin ich es auch einfach selbst. Vielleicht zeige ich auch einfach nicht genug Interesse am Leben der anderen. Was ich hier erlebe, ist nicht gesund. Es ist zwar nicht so schlimm, wie es sein kann, wenn man sich isoliert fühlt, aber das Gefühl von Isolation und Ausgeschlossenheit kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Allein in Deutschland fühlt sich jede zweite Person unter 30 einsam. Und das kann laut aktueller Studien sogar das Immunsystem schädigen. Einsamkeit kann psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen sowie körperliche Beschwerden wie Demenz, Diabetes und Herzerkrankungen verursachen. Soziale Medien wie WhatsApp können Einsamkeit verstärken, da sie zwar oft Verbundenheit suggerieren, aber oft zu isoliertem und einsamen Bildschirmkontakt ohne echte zwischenmenschliche Begegnung führen. Die Telefonseelsorge unter dieser Nummer bietet jederzeit ein offenes Ohr und Unterstützung an. Zöger also nicht, wenn du Hilfe brauchst. Aber was kann man dagegen tun? Man kann zum Beispiel seine Bildschirmzeit reduzieren und Social Media runterfahren und die Zeit in persönliche Begegnungen investieren. Sportvereine oder ehrenamtliche Tätigkeiten können dabei helfen, neue soziale Kontakte zu knüpfen und etwas zu verändern. Das Schwierigste ist wie immer das Anfangen. Mein Leben ist sehr voll. Und wenn Freunde nicht gerade um die Ecke wohnen, ist es sehr schwer, in Kontakt zu bleiben. Menschen mit Fernbeziehungen wissen umso mehr, wie viel Arbeit das ist. Aber es ist möglich. Einer meiner besten Freunde wohnt 500 Kilometer weit entfernt. Und wir haben uns erst 3-mal überhaupt persönlich getroffen. Aber wir sprechen jeden Tag miteinander. Aber anders als meine 40 Kontakte auf WhatsApp sind wir beide schon seit Jahren auf einer anderen Plattform unterwegs. Gute Freundschaften sind wichtig. Allein der Gedanke an diese Menschen kann dazu führen, dass Stress oder Sorgen weniger überwältigend für uns wirken. Denn Freunde verdoppeln die Freude und halbieren das Leid. Das wusste schon der Philosoph Francis Bacon im Jahr 1625. Moment, heißt das, ich habe jetzt nur noch halbe Freude und das doppelte Leid, weil ich so viele Menschen geghostet habe? Also, das habe ich doch, oder? kurz eine Story zu diesem Buch. Das habe ich bestellt in der Buchhandlung. Die Buchhandlung schickt mir nämlich normalerweise per WhatsApp eine Nachricht. Ey. Ihr Buch ist angekommen. Konnten sie jetzt nicht machen, weil... Ey, link jetzt nicht ab. Habe ich meinen Freundeskreis geghostet? Ich war ein Gespenst, halb wachend, halb schlafend. Streng genommen ja. Ich bin ja einfach verschwunden, ohne Warnung, aber mit sehr viel Erwartung an das Verhalten der anderen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie sofort merken, dass ich weg bin und mich auf allen möglichen Wegen kontaktieren. Ich glaube, ich würde das so machen. Auch das ist wahrscheinlich eine Lüge. Ich würde es vielleicht bei einigen Menschen auch nicht merken, wenn die einfach so verschwinden. Ich glaube, die bittere Wahrheit ist, dass ich mit vielen Menschen so passiv in Kontakt bin, dass ich vermutlich nicht mal merken würde, wenn sie jetzt das Gleiche machen würden wie ich. Vielleicht sollte ich mir in meinen Kalender einfach reinschreiben, dass ich mich öfter bei manchen Leuten melde, von mir aus, auch wenn die es nicht tun. Und zwar bei den Freunden, wo ich daran interessiert bin. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich so sehr verlange und erwarte, dass die sich ja melden müssen, wenn ich mich nicht mehr melde. Was natürlich Quatsch, ich muss mich ja genauso melden oder kann mich ja genauso in diese Freundschaft werfen. Und es liegt ja auch an mir. Und ich habe überlegt, wem würde ich denn gerne was schreiben? Und dann fallen mir viele Leute ein, denen ich gerne was schreiben würde. Warum mache ich es eigentlich nicht? Warum schreibe ich nicht Leuten, die mir wichtig sind, warum sie mir wichtig sind? Wofür bin ich wirklich dankbar in dieser Freundschaft? Welcher Moment war wichtig? Was hat mir wirklich was bedeutet? Und um uns beide so ein bisschen daran zu erinnern. Und Dankbarkeit finde ich so wichtig. Und ich möchte ja generell freundlicher sein mit der Welt, mit mir. Das ist vielleicht ein guter Einstieg. Ja, war es. Und die digitale Rückmeldung auf diese sehr persönliche Nachricht war ebenso persönlich und schön. Vielleicht wäre es ein nächster guter Schritt, sich mal wieder in der Realität zu treffen. Denn so gerne ich auch digital kommuniziere, so anders ist es doch auch im Vergleich zum echten Gespräch, wie Studien nahelegen.
Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass persönliche Gespräche tiefes emotionales Verständnis und Vertrauensaufbau fördern, während digitale Kommunikation effizienter, aber weniger emotional intensiv ist. Hier fehlen Körpersprache und emotionale Tiefe, die durch Bildschirme nicht so gut vermittelt werden. Eine Studie von 2022 weist außerdem darauf hin, dass WhatsApp-Gespräche zwar länger dauern und über einen längeren Zeitraum erstrecken können, persönliche Gespräche aber mehr gesprochene Worte umfassen, da hier öfter nachgefragt wird. In WhatsApp verlagert sich das Gespräch oft auf andere Themen und es gibt weniger Fokus. Das ist auch meine Beobachtung. In WhatsApp-Gesprächen geht es oft um einen selbst und es wird nicht so oft nachgefragt wie in einer persönlichen Begegnung. Ich habe allerdings auch Freunde, die sich in Textnachrichten und Sprachnachrichten besser öffnen können als im persönlichen Gespräch. Das kommt ja immer auf die jeweilige Person an. Und auch wenn ich jetzt mit manchen Leuten aktuell gar keinen Kontakt habe, der sonst bei WhatsApp lief, freue ich mich trotzdem, wenn ich irgendwann mal wieder von denen hören werde, falls sie mich nicht vergessen haben. Es ist total seltsam. Ich habe mich ja einfach nur rausgezogen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass dieses Experiment meinen kompletten Freundeskreis zerstört hat. Was ja nicht stimmt. Es hat einfach nur Licht auf etwas geworfen, was wahrscheinlich schon länger viele passive Freundschaften waren. Was ja auch okay ist, die kann man ja auch wiederbeleben. Ich glaube, ich muss einfach mich ernsthaft damit auseinandersetzen, dass ich viele Bekanntschaften habe, die keine Freundschaften sind, Menschen, denen ich nicht so wichtig bin, die aber die Idee mögen, mit mir befreundet zu sein. Das ist ja auch total in Ordnung. Ich muss das nur wissen und für mich auch entscheiden, wie viel Zeit ich in solche Bekanntschaften investieren will. Weil ich bin keine krasse Sozialmaschine. Ich kann nicht 40 Freunde haben. Und dann wird mir klar, was ich eigentlich mit diesem Experiment wollte. Und zwar in dem Moment, in dem ich Menschen anrufe und sie und mich konfrontiere. Das Leben beginnt auf der anderen Seite der Verzweiflung. Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist nach wie vor, unsere Leben sind so voll als Erwachsene. Man hat keine Zeit mehr, mal eben dies oder das zu machen, mal spontan irgendwo hinzufahren. Dafür ist einfach zu viel scheiß Erwachsenenleben im Weg. Und WhatsApp gibt mir dann so oder gab mir so das Gefühl, trotzdem in Verbindung mit allen zu sein. Aber das war ich nicht mehr wirklich. Ich habe ein paar von den Leuten seit 5, 6 Jahren nicht mehr gesehen. Und wenn ich die alten Chats durchgescrollt habe, war da auch nichts mehr von Bedeutung. Und ja, könnte man das wieder aufleben lassen, diese Freundschaften. Und an den Stellen, wo es sich lohnt und wo es wichtig ist, werde ich es auch tun und versuchen. Ich werde ein paar Telefonate führen in den nächsten Tagen. Bin schon ein bisschen nervös tatsächlich. Aber ich finde es total krass, auch anzuerkennen, dass die Zeit gar nicht mehr da ist, diese Masse an Sozialkontakten zu leben. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu wichtig. Ich möchte echte Verbindungen haben mit den Menschen oder keine. Also wenn man sich dann mal sieht und das nett ist, ist das okay, aber dann stecke ich da nicht mehr so viel Lebenszeit rein. Ich bin wirklich aufgeregt vor den Anrufen, weil ich morgen 2 Menschen anrufen werde, die mir wichtig sind. Und es ist total unglaublich. Ich bin jetzt schon traurig, das wird morgen schief gehen. Ich weiß es doch noch gar nicht. Und ich kann es auch nicht mehr jetzt machen, weil ich keine Zeit mehr habe. Verpflichtungen rufen mich, ich muss los. Und ich möchte das in Ruhe machen. Und nicht jetzt zwischen Tür und Angel. Das wäre total seltsam. Und dann kommt der unangenehmste Teil des Ganzen. Ich rufe 2 Menschen an, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass sie sich melden. Wir kennen uns seit der Schulzeit und sind viel und oft in Kontakt gewesen. Und die letzten 100 Tage sind die längste Zeit jemals, dass wir nichts voneinander gehört haben. Ich bin ganz schön aufgeregt. Also ich merke schon, dass ich wirklich nervös bin, weil ich auch nicht wirklich weiß, was mich jetzt erwartet. Hi, wir haben uns 100 Tage nicht gehört und ich wollte mal fragen, wie es dir so geht. 100 Tage? Ist das wieder so ein Experiment? Ich habe WhatsApp gelöscht, das Experiment, und wollte so ein bisschen gucken, was passiert. Och Mann. Ich wollte gucken, wer sich so meldet. Und du hast dich nicht gemeldet. Ganz ehrlich, aus den Augen, aus dem Sinn. Tut mir leid, aber ich werde jetzt nicht extra eine App für dich installieren, damit ich dann mit dir schreiben kann, wenn du jetzt so gut bist für WhatsApp. Das wäre jetzt immer ein blöder Start. Ruf mal den Nächsten an. Hallo? Lange nichts gehört. Boah, ich dachte schon, das ist was Schlimmes, weil du angerufen hast. Ja klar habe ich angerufen. Ich habe WhatsApp gelöscht. Wir haben uns 100 Tage nicht gesprochen. Bei mir war so viel los und ich dachte irgendwie bei dir auch, dass das wieder so eine total volle Phase in deinem Leben gerade ist. Deswegen habe ich mich dann nicht mehr so gemeldet. Aber ich hätte es auch gerade gar nicht geschafft. Ja. Hey, hast du Bock, dass wir uns einfach heute Abend treffen? Also das würde bei mir eigentlich ganz gut passen. Okay, cool. Dann komme ich nach Deutsch, oder? Super. Das lief viel besser. Okay, also 2 von den Telefonaten kann ich auf jeden Fall hier zeigen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das ist eine ziemlich brutale Art, seine Freundschaften auszusortieren. Alles hat man rausgefunden.
nur nicht, wie man lebt. Das Treffen mit dem zweiten Anrufer war toll. Ich wollte es eigentlich filmen, aber hab's dann vergessen, als wir uns gesehen haben. Es war einfach toll, ihn zu sehen. Und hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Denn das war's irgendwie auch, weil das war unser erstes persönliches Treffen nach 8 Jahren. Wir waren nur noch über WhatsApp verbunden. Das wollen wir jetzt nie wieder passieren lassen. Und als die 100 Tage dann geschafft sind, installiere ich WhatsApp erneut. Ja, ich installiere WhatsApp jetzt wieder, nur weil ich gucken will, was passiert ist. Das ist krass, ich bin ganz unruhig. Weil es kann natürlich sein, dass mich jetzt da einige Nachrichten erreichen. Alles gelöscht, es gibt auch kein Backup. Das heißt, ich muss jetzt direkt wieder rein, kann wiederherstellen. Oh, ich bin richtig nervös, richtig Herzklopfen. Als könnten da jetzt ganz schlimme Nachrichten kommen von Leuten, die super sauer sind, super enttäuscht sind. Okay, es kommt gar nichts an, weil es das Konto nicht mehr gibt. Ich habe ja mein Konto nicht deaktiviert, ich habe es komplett gelöscht. Es ist einfach weg. Dieses Konto, was ich jetzt neu erstellt habe, hat ja auch keiner meiner Freunde und Freundinnen gespeichert. Das heißt, ich kann auch in nichts reingucken. Kein WhatsApp-Status von anderen Leuten, aber auch die Nachrichten, die an mich vielleicht verschickt worden sind, sind einfach für immer weg. Die kann ich ja gar nicht mehr bekommen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das Konto jetzt wieder zu löschen. Ich sehe keinen Vorteil darin, auf dieser Plattform zu sein. Leute ballern mich mit Dingen zu, die ich nicht brauche in meinem Leben. Und die echten Kontakte, die mir wirklich wichtig sind, werden darüber nicht mehr, sondern verwässern. Und wenn ihr wissen wollt, wie viele Menschen sich bis zum heutigen Tag nicht mehr bei mir gemeldet haben, springt nochmal ganz an den Anfang des Videos. Mein erstes Wort ist die Antwort darauf.